Mitsubishi. Lancer. Evolution. Kein anderer Name ist so eng mit dem Rallye-Sport verbunden wie der Evo. Jetzt steht die neue Evolutionsstufe zum Tracktest bereit, Nummer 10. Wenn man die Geschichte des Evolution sich anschaut, hat das Allradprinzip, das hier verwandt wird, mit der maximalen Performance zu tun. Das Besondere hier beim Mitsubishi ist einfach, dass es verschiedene Differentiale gibt, zum Teil mechanisch, zum Teil elektronisch gesteuert, die einfach immer versuchen, die Kraft bestmöglich zu verteilen, immer ans richtige Rad und so dem Auto eigentlich immer einen permanent optimalen Vortrieb zu gewähren. Allrad und Differentiale bilden seit jeher die Evo-Basis. Neu, neben der H-Schaltung, gibt es optional ein Doppelkupplungsgetriebe. Zunächst mal Doppelkupplungsgetriebe heißt bei Mitsubishi Twin Clutch SST. Und das ist natürlich der Trend. Ich meine, wenn die Rallye-Piloten mittlerweile mit Wippen am Lenkrad fahren und keinen Schalthebel mehr richtig drücken, warum soll das auf der Straße anders sein? Wenn man im zweiten Gang hier so locker rumrollt und will einfach wieder losfahren, dann braucht er ein bisschen. So ab 3000, 3500 geht dann die Party richtig los. Und das sind die Daten der Genpool Party. Name Mitsubishi Lancer Evolution. VMAX 242 Stundenkilometer. 0 bis 100 km/h 6,3 Sekunden. PS 295. Newtonmeter 366. Kubikzentimeter 1998. Gewicht 1665 Kilogramm. Sein Preis 53.850 Euro. 1992 müssen beim ersten Evo 195 PS für das Homologationsmodell der Rallye-WM reichen. Mit 100 PS mehr schreit jetzt der 10er nach Frischluft für den Turbo. Brembos hinter BBS. Rallye-Gene können ja so schön sein. Weniger hübsch das Heck mit der mächtigen Frittentheke. Immer wieder ein Quell der Freude, das Gestühl. In den Recaros sitzt es sich wie festgenagelt. Zusätzliches Motorsport-Feeling verbreiten die Schaltwippen des Doppelkupplungsgetriebes. Genug geguckt. Jetzt muss der Evo zeigen, was er drauf hat. Bitte, Patrick. Der Motor passt gut zum Getriebe. Dadurch, dass ich ja ohne Kraftunterbrechung schalten kann, das heißt, ich kann voll auf dem Gas bleiben, bleibt natürlich auch der Ladedruck permanent oben. Und so habe ich direkt einen Anschluss beim Schalten, ohne dass ich ganz konventionell mit der H-Schaltung Fuß vom Gas nehme. Dadurch natürlich der Ladedruck abgebaut wird und dann wieder neu beschleunigen müsste. Das fällt hier aus und das kommt dem Auto zugute. Ich bin immer lange Zeit Freund von dem H-Getriebe gewesen, von dem Schalthebel, den man wirklich nutzen kann. Das Spiel mit der Kupplung. Aber da die Systeme wirklich immer besser werden, muss man einfach, es kommt irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, das kann ich selbst auch nicht besser. Und was beim neuen Evo überhaupt nicht geht, ist die Sitzposition. Man sitzt einfach viel zu hoch, das Lenkrad fast zwischen den Knien. Da müsste man daran arbeiten, dass man einfach mehr Verstellmöglichkeiten hat, sowohl vom Lenkrad als auch vom Sitz her. Für große Menschen schwierig. Das Auto reagiert beim Einlenken in die Ecke mit weniger Untersteuern und gibt dir einfach das klarere Bild, was du brauchst als Fahrer. Los geht's. Am Start verliert Patrick durch das SST Zeit. Von 0 auf 100 geht's in 6,3 Sekunden. Handgeschaltet wäre der Evo fast eine Sekunde schneller. Erste Schlüsselstelle. Die Zeitmessung am Ende der Geraden. Knapp 170 km/h.
Nach Turbo Power folgt im selektiven Teil Kurvenschauer. Hier kann das Doppelkupplungsgetriebe dank zugkraftfreier Beschleunigung punkten. Ich denke schon, der Mitsubishi Lancer Evolution, der passt absolut in die Welt. Okay, man muss das Brutale ein bisschen mögen. Ich meine, die BRT gefällt recht mächtig aus. Vorne die Front ist recht gierig. Aber insgesamt ist es schon eine coole Karre. Obwohl auch der 10er wieder ein Stück weichgespülter ist, wie der allgemeine Trend in der Automobilbranche, ist es nach wie vor ein Auto, mit dem man einen hohen Spaßfaktor generieren kann. Aber Patrick, da ist noch mehr drin. In England hat Mitsubishi gerade eine weitere Mutation des Evo 10 präsentiert. 409 PS stark und in 3,8 Sekunden auf 100. Sein Name XFQ400. In Deutschland ist diese Spezies des Evo offiziell leider nicht erhältlich.